Die Wölfe waren so nah, dass Emma ihren Atem hören konnte. Sie presste den Rücken gegen die Tür der Hütte. Das Gewehr zitterte in ihren frostgesprungenen Händen. 3 Winter allein hatten sie gelehrt, die Warnungen des Waldes zu lesen, das plötzliche Schweigen der Vögel, die Art, wie Hirschspuren nahe dem Bach verschwanden. Heute Nacht schrie die Warnung. Der Schrei eines Kindes zerriss die Dunkelheit. Emmas Kopf fuhr herum. Durch die Kiefern stolperte eine kleine Gestalt durch Schnee, der ihr bis zu den Knien reichte. Hinter ihr bewegte sich die Silhouette eines Mannes mit der bedächtigen Ruhe jemandes, der Schlimmeres als Wölfe erlebt hatte. »Rein mit euch«, hörte Emma sich rufen, obwohl jeder Instinkt türverriegelnd schrie. Der Mann hob das Kind in seine Arme und rannte. Emma feuerte zweimal über ihre Köpfe hinweg, nicht zu töten, sondern das Rudel zu zerstreuen. Die Wölfe lösten sich in Schatten auf, als die Fremden auf ihre Veranda stürzten. Aus der Nähe war der Mann jünger, als sein wettergegerbtes Gesicht vermuten ließ. 30 vielleicht. Seine Tochter konnte kaum älter als 7 sein. Sie zitterte so stark, dass ihre Zähne klapperten. Beide trugen Kleidung, die zu fein war für jemanden, der zu Fuß durch die Wildnis irrte. »Wir haben unsere Pferde verloren«, sagte der Mann. Seine Stimme war raues Kies, geglättet von etwas anderem. Bildung vielleicht, die im Sturm durcheinander geraten war. Emmas Hütte hatte einen Raum, ein Bett, Vorräte für einen Winter, die sich nicht auf 3 Personen strecken ließen. Dann zieht ihr weiter. Die Augen des Mannes hielten ihre fest, grau wie ein Januarshimmel, mit einer eigenen Art von Kälte. Eine Nacht, du hast mein Wort. Draußen gab man hier keinen Namen preis. Das war Höflichkeit. Emma verriegelte die Tür hinter ihnen und versuchte nicht zu berechnen, wie viele Tage ihres Überlebens sie gerade auf Fremde verwettet hatte, die ihr vielleicht vor Morgengrauen die Kehle durchschneiden würden. Das Kind schlief bereits an der Brust seines Vaters. Kleine Finger krauten sich in seinen Mantel, als wollte es niemals loslassen. Die Hütte erwärmte sich langsam. Emma hängte ihren nassen Mäntel nahe ans Feuer, vorsichtig, die feine Wolle nicht länger als nötig zu berühren. Die Stiefel des Mannes waren maßgefertigtes Leder, abgetragen, aber teuer. Das Kleid der Tochter hatte Spitze am Kragen. Das waren keine Herumtreiber oder Desperados, was sie umso gefährlicher machte, nicht weniger. »Ich heiße Sarah«, flüsterte das Kind, plötzlich wach. Ihre Augen waren dunkel und ernst. »Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen, aber du hast uns vor den Wölfen gerettet.« »Sarah, still«, sagte der Mann, sanft, aber bestimmt. Emma schöpfte Stew in Holzschalen, dünne Brühe mit mehr Kartoffel als Fleisch, aber heiß. Sie sah zu, wie der Mann langsam aß, sein Brot in kleine Stücke brach und es zuerst seiner Tochter gab. Eine Gewohnheit eines Gentleman, die Hingabe eines Vaters. »Ihr seid weit weg von jeder Stadt«, sagte Emma. »Du lebst hier allein, 3 Jahre jetzt. Das ist mutig.« Etwas in seinem Ton sagte, er verstand das Gewicht dieses Wortes oder verzweifelt. Beides. Emma legte den Löffel weg. »Lauft ihr vor etwas weg oder auf etwas zu?« Der Mann lächelte, kurz wie ein Sommerblitz. »Kommt auf den Tag an.« Sarahs Kopf sank gegen seine Schulter. Er bettete sie vorsichtig aufs Bett, das Emma angeboten hatte, ohne zu fragen, wo sie selbst schlafen würde. »Du hättest uns nicht hereinlassen müssen«, sagte er leise. »Hätte euch auch nicht den Wölfen überlassen müssen.«
Emma stocherte im Feuer. Hier draußen hilft man Leuten. Das ist das Gesetz, das zählt. Auch wenn man es sich nicht leisten kann. Sie sah ihn an, wirklich an, unter dem Staub der Reise und der Erschöpfung. Sie sah etwas Zerbrochenes, etwas Vertrautes. Gerade dann, sagte sie. Der Mann nickte langsam. Für einen Moment sprach keiner. Das Feuer knisterte. Draußen heulte der Wind Versprechen von härterer Kälte. Morgen brauchst du deine Kraft. Widersprach nicht, was genau zeigte, wie erschöpft war. Sie sah zu, wie sich auf dem Boden nahe seiner Tochter niederließ. Nahe genug, sie vor jeder Bedrohung zu schützen. Emma wickelte sich in eine dünne Decke und saß die lange, kalte Nacht hindurch im Feuer. Die Dämmerung kam grau und bitter. Emma erwachte und fand den Mann bereits auf. Fütterte das Feuer mit Holz aus ihrem schwindenden Vorrat. Bewegte sich leise, sicher wie jemand, der es gewohnt war, nützlich zu sein. Der Sturm ist schlimmer, sagte können nicht reisen. Emma schaute durch das frostverhangene Fenster. Schnee fiel in dichten Vorhängen, löschte die Welt jenseits ihrer Veranda. Der Wald war in weißes Nichts verschwunden. Ihr Herz sank, eine Nacht war Nächstenliebe. 2 Nächte, ich jage, sagte der Mann, der ihr schweigen las, verdiene unseren Aufenthalt. Emma deutete auf den Blizzard. Ich habe in Schlimmerem gejagt. Griff bereits nach seinem Mantel. Du hast Fallen am Bachlauf stehen, aber bei diesem Wetter fängt nix. Dann spüre ich noch. Emma nickte. Das Kind erwachte, als der Vater ihr einen Kuss auf die Stirn gab. Sei brav bei Miss Emma, murmelte Du kommst zurück. Sarahs Stimme war sehr klein. Immer. Sagte es wie einen heiligen Schwur. Dann war fort, verschlungen vom Sturm. Es war so lange her, seit die Kinder ihrer Schwester zu Besuch gewesen waren, vor dem Fieber, das sie alle genommen hatte. Kannst du nähen? Fragte Emma schließlich. Sarah hellte sich auf. Mama hat es mir beigebracht, bevor sie, gut. Emma holte ein zerrissenes Kleid. Lass uns das zusammen flicken. Sie arbeiteten in behaglicher Stille, Nadeln blitzten im Feuerschein. Sarahs Stiche waren sorgfältig, präzise. Ihre Mutter hatte sie gut unterrichtet. Papa ist traurig, sagte Sarah plötzlich, seit Mama in den Himmel gegangen ist. Emmas Hand erstarrte. Wie lange? 2 Jahre. Aber spricht nicht mehr von ihr. Sarah biss sich auf die Lippe. Heißt das, vergisst? Nein, Liebes. Emmas Kehle zog sich zusammen. Manchmal wurden Menschen still, weil sie zu viel erinnern. Sarah nickte, als verstünde sie Dinge, die kein 7-Jähriges verstehen sollte. Draußen tobte der Sturm. Drinnen saßen 2 Seelen, denen die gleiche Form von Liebe fehlte, Seite an Seite und flickten kaputte Dinge. Der Mann kehrte bei Dämmerung zurück, mit 2 Kaninchen und Frost im Bart. Emma hatte die Suppe warm gehalten, dünn, aber nahrhaft. Taute am Feuer auf, zitterte so stark, dass seine Zähne klapperten, während Sarah sich an ihn drückte, als könnte sie Wärme in seine Knochen zwingen. Narr, sagte Emma, doch sie erhitzte bereits Steine, die sie in Decken wickelte. Du holst dir den Tod nur, um zu beweisen, dass du nützlich bist. Kann nicht nehmen, ohne zu geben. Seine Worte kamen durch blaue Lippen. Nicht von jemandem, der schon alles gegeben hat. Etwas in Emmas Brust brach auf.
Sie war so lange allein gewesen, dass sie vergessen hatte, was es bedeutete, wenn jemand sie wirklich sah. In jener Nacht aßen sie gut. Sarah schlief schnell ein, erschöpft von der Sorge. Emma räumte auf, während der Mann am Feuer saß. Schließlich, immer noch still. Du hast nicht nach meinem Namen gefragt. Ich dachte, du sagst ihn, wenn du willst. James, hielt inne. James Colton. Viel davon, Rinder, Pferde, ein Haus, groß genug, dass es halt. Seine Stimme klang hohl, alles außer dem, was zählt. Emma setzte sich ihm gegenüber. Geld heilt keine Einsamkeit. Nein, James sah seine Tochter an. Aber es kann auch nicht kaufen, was sie braucht. Die Liebe einer Mutter, ein Zuhause, das sich sicher anfühlt. Sie hat dich. Das ist nicht nichts. Ich bin an meinen besten Tagen nur ein halber Vater. Seine Hände ballten sich. Das ist etwas anderes als perfekt. Jameses Blick fand ihren über das Feuer hinweg. Für einen langen Moment bewegte sich etwas Ungesagtes zwischen ihnen, Erkenntnis geteilten Leids, vielleicht Verständnis von demselben harten Weg. Warum lebst du hier draußen allein? Alle verloren, die ich liebte, ans Fieber, konnte nicht in der Stadt bleiben, wo alles mich erinnerte. Emmas Stimme zitterte nicht. Sie hatte 3 Jahre geübt, bin hergekommen, um neu anzufangen oder beim Versuch zu sterben. Was gewinnt? Sie lächelte spröde wie Januaris. Frag mich morgen. Das Feuer brannte herunter. Keiner rührte sich, um Holz nachzulegen. Manchmal fühlte sich Dunkelheit sicherer an als Licht, das zu viel Wahrheit zeigte. Noch ein Tag, sagte James. Der Sturm sollte bis dahin vorbei sein. Emma nickte und ignorierte das seltsame Ziehen in ihrer Brust. Noch ein Tag, dann wäre sie wieder allein, so wie sie es gelernt hatte zu bevorzugen. Der Morgen brachte Stille. Der Sturm war vorbei und hatte die Welt unter hartem Sonnenlicht begraben und funkelnd zurückgelassen. Emma erwachte und fand James bereits draußen. Schaufelte Schnee von ihrer Veranda mit einem Schaufelblatt, das wohl im Schuppen gefunden hatte. Sarah half, ihre kleinen Hände rot vor Kälte, lachend, als sie Schneebälle auf die Bäume warf. Das müsst ihr nicht machen, rief Emma. Ich weiß. James hielt nicht inne. Aber dein Dach hat eine schwache Stelle beim Schornstein. So viel Schnee wird es eindrücken. Emma kletterte hoch, um zu schauen. Hatte recht. Sie hatte es vor dem Winter reparieren wollen, aber Holz war teuer und ihre Hände nicht mehr so stark wie früher. Ich kann es flicken, sagte James. Wenn du Ersatzholz hast, hab ich nicht. Dann reite ich in die Stadt. Es gibt eine etwa 15 Meilen südlich, in diesem Schnee, zu Fuß. Ich habe heute Morgen unsere Pferde gefunden. Sie hatten in einer Schlucht Schutz gesucht. Lächelte leicht. Sture Tiere. Genau wie ihr Besitzer. Die Pferde waren prachtvoll, schlank, edel gezüchtet, mehr wert als Emmas gesamte Hütte. James sattelte das Größere mit Leichtigkeit, Bewegungen eines Mannes, der sein Leben lang im Sattel gesessen hatte. Ich bin vor Einbruch der Dunkelheit zurück, sagte er. Du schuldest mir nix, ich weiß, was ich schulde. Seine Stimme war fest, und es ist mehr als ein geflicktes Dach. Emma. Ihr Name in seinem Mund fühlte sich wie ein Versprechen an. Sie sah ihm nach, bis in weißer Ferne verschwand. Dann drehte sie sich um und fand Sarah, die sie mit wissenden Augen beobachtete. Papa mag dich, sagte das Kind einfach. Ist nur freundlich. Nein, Sarah schüttelte den Kopf.
lacht anders, wenn du redest, so wie früher mit Mama. Emmas Herz stolperte. Süßes Mädchen. Das ist nicht. Wirst du meine Mama sein? Die Frage traf wie eine Kugel. Emma ging in die Hocke, nahm Sarahs kalte Hände. Liebes, dein Papa und ich haben uns gerade erst kennengelernt. Wir sind Fremde, die einander durch einen Sturm helfen. Mama hat immer gesagt, Gott schickt die richtigen Menschen, wenn man aufhört zu suchen. Sarahs Stimme war völlig überzeugt. Papa hat aufgehört zu suchen. Dann haben wir dich gefunden. Emma hatte keine Antwort auf diesen Glauben. In jener Nacht kehrte James mit Bauholz, Nägeln und Lebensmitteln für Wochen zurück. Emma wollte protestieren, doch unterbrach sie. Lass mich das tun, sagte leise. Bitte, also tat sie es. Aus 3 Tagen wurde eine Woche. James reparierte das Dach, dann das durchhängende Verandageländer, dann die klemmende Tür. Arbeitete von Morgengrauen bis Dunkelheit, und Emma hörte auf zu so tun, als wollte sie, dass ging. Sarah erblühte wie Frühlingsblumen, lehrte Emma Lieder, die ihre Mutter gesungen hatte, lernte Emmas Haare mit ungeschickten, eifrigen Fingern zu flechten. Die Hütte füllte sich zum ersten Mal seit 3 Jahren mit Lachen. Abends, wenn Sarah schlief, saßen Emma und James am Feuer und tauschten Geschichten. Erzählte von seiner Ranch, tausende Morgen, 1 Dutzend Arbeiter, Herden bis zum Horizont. Sie erzählte von der Familie, die sie verloren hatte. Von der Schwester, von der sie immer noch nachts träumte. Ich sollte zurück, sagte James eines Abends. Mein Vorarbeiter ist fähig, aber es gibt Entscheidungen, die nur ich treffen kann. Dann geh. Emma hielt ihre Stimme ruhig. Komm mit uns. Die Worte hingen in der warmen Luft. Emmas Herz hämmerte. James, ich bitte dich nicht, mich zu heiraten. Beugte sich vor. Ernst, noch nicht. Aber komm zur Ranch. Sieh, ob Sarah recht hat. Ob das mehr ist als Freundlichkeit. Ich habe nichts anzubieten. Emma deutete auf ihr abgetragenes Kleid, ihre schwieligen Hände. Ich bin nicht die Art Frau, die in die Welt eines Ranchers passt. Du bist genau die Art Frau, die hineinpasst. Seine Stimme war rau, stark, ehrlich, gut. Du kennst mich kaum. Ich weiß, dass du Fremden in einem Sturm alles gegeben hast, was du hattest. Ich weiß, dass meine Tochter wieder lächelt. Ich weiß, dass ich mich zum ersten Mal seit dem Tod meiner Frau wieder menschlich fühle. Hielt inne. Ich weiß, dass ich halb in dich verliebt bin, Emma. Und ich will nicht weggehen, um herauszufinden, wie sich ganz anfühlt. Emmas Atem stockte. Jeder Instinkt schrie, sich zu schützen, Nein zu sagen, sicher in ihrer einsamen Hütte zu bleiben, wo nichts mehr wehtun konnte. Aber Sarahs Lachen hallte in ihrer Erinnerung James' Hände, die ihr ein stärkeres Zuhause bauten, die Wärme gesehen zu werden, wirklich gesehen nach 3 Jahren unsichtbarem Kummer. Eine Bedingung, sagte sie schließlich. Alles. Wenn es nicht funktioniert, wenn ich nicht passe, lass mich mit, würde gehen. Kein Almosen, kein Mitleid. Die Ranch raubte Emma den Atem. Sanfte Hügel, endloser Himmel, ein Haus, das ihre Hütte 10-mal hätte verschlingen können. Die Arbeiter tippten an die Hütte, als James mit Emma an seiner Seite einritt und Sarah zwischen ihnen plapperte. Doch das Flüstern begann sofort. Wer ist das? Hörte Emma im Stall. Das irgendeine Frau, die in der Wildnis aufgelesen hat. Die Arme denkt wahrscheinlich, sie hat sich einen reichen Mann geangelt.
Emmas Wirbelsäule versteifte sich. Sie hatte 3 Winter allein überlebt. Sie würde auch Klatsch überleben. James stellte sie seinem Vorarbeiter vor. Einem ledernen Mann namens Dutch, der sie mit scharfen Augen musterte. »Mom«, sagte er respektvoll, aber zurückhaltend. »Ich kann arbeiten«, sagte Emma. Erwarte keine Almosen. Dutchs Miene veränderte sich, überrascht, dann zustimmend. Die Küche braucht Hilfe. Der Koch jammert seit Monaten. Ich fange morgen an. In jener Nacht zeigte James ihr ein Gästezimmer, geschmackvoll, geräumig. Nichts von dem Luxus, den sie sich vorgestellt hatte. »Nimm dir Zeit«, sagte er. »Kein Druck.« Doch Sarah hatte andere Pläne. Sie erschien an Emmas Tür im Nachthemd, eine abgenutzte Puppe umklammernd. »Legst du mich schlafen?« »So wie in der Hütte.« Sarah kletterte ins Bett, dann klopfte sie neben sich. »Mama hat immer hier gelegen und Geschichten erzählt.« Emma zögerte. Das fühlte sich heilig an. Intim, ein Überschreiten einer Schwelle, die man nicht zurücknehmen konnte. »Bitte.« Ras' Augen waren riesig. Also legte Emma sich hin und erzählte die Geschichte von einem mutigen Mädchen, das Wölfe zu Freunden machte, von einem Vater, der wieder lächeln lernte, und von einer Frau, die vergessen hatte, dass sie stark war, bis sie es sein musste. Sarah schlief mitten in der Geschichte ein, ihre Hand um Emmas geschlungen. James fand sie eine Stunde später dort. Sein Gesicht war im Lampenlicht nicht zu deuten. Trauer und Hoffnung und etwas Wilderes, Zerbrechlicheres. »Danke«, flüsterte er. Emma löste sich vorsichtig und folgte ihm auf den Flur. »Sie füllt ein mutterförmiges Loch mit mir.« Emma sagte, »Was passiert, wenn sie merkt, dass ich nicht ihre Mama bin?« »Sie weiß das.« »Die Frage ist, ob du mutig genug bist, sie zu lassen.« Emma dachte an ihre Hütte, ihre Einsamkeit, ihr vorsichtiges Überleben. Dann dachte sie an Sarahs Lachen, James' Hände beim Bauen, die Wärme gewählt zu werden. »Ich habe Angst«, gab sie zu. »Gut.« James lächelte. »Das heißt, es ist wichtig.« Er küsste ihre Stirn, keusch, zärtlich, und ließ sie im Flur eines Hauses stehen, das vielleicht ein Zuhause werden würde. 2 Monate vergingen wie ein Traum. Emma arbeitete in der Küche, verdiente Respekt mit ihrem Brot und ihren ruhigen Händen. Sarah folgte ihr überall hin, plapperte von Schule, Pferden und den Kätzchen, das die Stallkatze bekommen hatte. James umwarb sie anständig. Langsame Ausritte bei Sonnenuntergang, vorsichtige Gespräche, seine Hand an ihrer Taille bei den Ranchtänzen. Doch die Flüsterstimmen folgten Emma wie Schatten. Goldgräberin, glaubt, sie kann eine echte Lady ersetzen. Armer James, auf ein hübsches Gesicht und eine Pechvogelgeschichte hereingefallen. Emma ignorierte sie, bis sie eines Tages die Frau des Bankiers in der Stadt belauschte. Ein Millionärs-Cowboy, wie James Colton könnte jeder haben. Stattdessen spielt er Haus mit so einer Wildnisbettlerin. Peinlich Emmas Hände zitterten, als sie ihren Wagen belud. Sie hatte Wölfe im Winter und Kummer überlebt. Warum schnitten böse Worte tiefer? In jener Nacht fand James sie auf der Veranda, starrte in die Sterne. »Was ist passiert?« fragte er. »Nichts.« Emmas Stimme klang hohl, nur wieder daran erinnert, was ich bin, was ich für sie immer sein werde. Und was ist das? Nicht genug, die Worte schmeckten wie Asche, nicht fein genug. Nicht gebildet genug, nicht Emma, hör auf.
James drehte sie zu sich. Ich scheiße auf das, was sie denken, aber du tust es. Ihre Stimme brach. Sarah verdient eine Mutter, die passt. Du verdienst eine Frau, die weiß, welche Gabel man nimmt. Sarah verdient jemanden, der sie bedingungslos liebt. Wir beide verdienen dich, Emma, genauso wie du bist. Du verstehst nicht. Ich verstehe, dass ich mich in dich verliebe. Die Worte waren roh, ehrlich. Ich verstehe, dass meine Tochter dich Mama nennt, wenn sie denkt, ich höre nicht zu. Ich verstehe, dass ich aufwache und dankbar bin, dass du da bist und Angst habe, dass du gehst. Umfasste ihr Gesicht. Ich verstehe, dass wenn du gehst, es nicht sein wird, weil du nicht genug bist. Es wird sein, weil du nicht glaubst, dass du es bist. Emmas Augen brannten. Was, wenn ich euch enttäusche? Was, wenn du es nicht tust? James Daumenstrich über ihre Wange. Was, wenn wir zusammen etwas Gutes bauen? Was, wenn Liebe reicht? Reicht Liebe je, flüsterte Emma. Nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Küsste sie, sanft, suchend, eine Frage, die ihr Herz beantwortete, bevor ihr Kopf widersprechen konnte. Als sie sich lösten, stand Sarah am Fenster und grinste wie ein Sonnenaufgang. Der Frühling kam früh in jenem Jahr. Die Hochzeit war klein, nur die Rancharbeiter Dutch und Sarah in einem weißen Kleid, das sie leuchten ließ. Der Prediger sprach von Neuanfängen und zweiten Chancen, während Emma James' Hände hielt und versuchte zu glauben, dass das echt war. Ich will, sagte James, Stimme ruhig. Ich will, wiederholte Emma und meinte es mit ihrem ganzen ramponierten Herzen. Sarah warf Wildblumen, lachte, als Blütenblätter in Emmas Haar hängen blieben. Die Arbeiter jubelten, Dutch nickte zustimmend, und James küsste seine Braut, als wäre sie Luft und hätte fast ertrunken. In jener Nacht standen sie auf der Veranda ihres Hauses, nicht länger nur seines, schauten über das endlose Land unter Sternen. Danke, sagte Emma leise, dass ich mich in deinen Wäldern verlaufen habe. Sie lehnte sich in seine Wärme. Dass du mir einen Grund gegeben hast, die Tür zu öffnen. James schlang die Arme um sie. Danke, dass du mutig genug warst, Fremde hereinzulassen. Sarah kam im Nachthemd heraus, rieb sie schlaftrunkene Augen. Kann ich heute Nacht bei euch schlafen? So wie früher in der Hütte. Emma und James wechselten einen Blick. Frisch vermählte mit Anstandsdame. Unkonventionell, aber perfekt. Immer, sagte Emma und hob Sarah in ihre Arme. Sie gingen zusammen hinein, eine Familie, gebaut aus zerbrochenen Stücken und wilder Gnade. Hinter ihnen schloss sich die Tür vor dem Winter der Einsamkeit. Vor ihnen flackerte Feuerschein warm und golden, ein Leuchtfeuer, das versprach: Selbst in den härtesten Jahreszeiten kann Güte ein Zuhause entzünden. Emma hatte die Wahrheit der Wildnis gelernt. Manchmal kommt die Rettung verkleidet als Fremde in einem Sturm. Manchmal kommt die Liebe, wenn man aufgehört hat zu suchen, getragen von Wolfsgeheul und Gebet. Manchmal ist das Mutigste einfach, die Tür zu öffnen. Draußen flüsterte der Frühlingswind durch die Kiefern. Drinnen schlugen 3 Herzen gleichmäßig wie das Land, stark wie das Versprechen, das sie gegeben hatten, zu bauen, zu heilen, einander jeden Tag zu wählen. Die Wölfe waren jetzt fern. Die Kälte war vorbei, und am Morgen würden sie in eine neu gemachte Welt erwachen.